Einen Monat nach der Explosion baut Blue Origin seine Startrampe schon wieder auf. Nur radikal anders als vorher. Rocket Lab kauft Iridium. Was will ein Raketenbauer mit 66 Satelliten, die seit Jahren um die Erde kreisen? Und nach fast 7 Jahrzehnten ist die allerletzte Atlas mit Satelliten an Bord abgehoben. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Gut einen Monat ist es her, dass New Glenn am 28. Mai bei einem Test explodierte und den Startkomplex LC-36 in Cape Canaveral zerlegte. Über die Blitzräumung des Geländes in nur 9 Tagen, da haben wir letzte Woche berichtet. Diese Woche zeigt Blue Origin, wie es weitergehen soll. Ja, und die Antwort überrascht. Die Rampe wird nicht originalgetreu wieder aufgebaut, sondern nach einem völlig neuen Bauplan. Das Herzstück des alten Systems, das fliegt dabei ersatzlos raus. Das gewaltige Transport- und Aufrichtfahrzeug, das die Rakete bisher zur Rampe fuhr und senkrecht stellte, das wurde bei der Explosion zerstört und Blue Origin baut es schlicht nicht nach. Stattdessen kommt ein hybrides Betriebskonzept. New Glenn wird künftig liegend zusammengebaut und rollt dann liegend zum Pad. Dort richtet ein Kran die Rakete auf und setzt sie dann auf einen aufgearbeiteten Starttisch. Neu ist auch der letzte Schritt. Die Nutzlast, die kommt erst direkt an der Rampe auf die Rakete. Und ja, das kannst du dir so vorstellen wie auf einer Großbaustelle, also ein Schwerlastkran, der einfach das Bauteil in einem Stück senkrecht stellt. Genauso nüchtern soll die größte Rakete des Unternehmens künftig aufs Pad kommen. Warum jetzt dieser neue Weg? Weil Blue Origin damit das zerstörte Spezialfahrzeug nicht neu fertigen muss. Jedes Gerät, das wegfällt, das spart Monate und um Monate geht's hier. Denn Firmenchef Dave Limp bleibt bei seiner Ansage, New Glenn soll noch vor Ende 2026 wieder fliegen. Und das, obwohl externe Prognosen nach der Explosion von 12 bis 18 Monaten Stillstand ausgehen. Rückendeckung bekommt Firmenchef Dave Limp von der NASA, und zwar von ganz oben. NASA-Chef Jared Isaacman lobte die Fortschritte beim Aufräumen und dem Wiederaufbau öffentlich. Ja, und er sagte sinngemäß, es gebe Zeit bis ins Jahr 2027, bevor die NASA nervös werde. Das klingt erstmal diplomatisch, verrät aber die eigentliche Deadline. Die NASA, die wartet nämlich dringend auf die großen Raketen. Bei Ars Technica diskutierte eine Fachrunde diese Woche unter genau dieser Überschrift. Dazu passt eine Studie der Aerospace Corporation von dieser Woche. Ihr Befund: ab einem gewissen Punkt, da können Superschwerlastraketen die Kosten pro Kilogramm, also Kilogramm Nutzlast in den Orbit, sogar wieder steigen lassen. Das trifft einen Nerv, denn Blue Origin hat im November 25 ja mit der New Glenn 9x4 eine noch deutlich größere Variante angekündigt. Mein Eindruck, der Kranansatz ist pragmatisch gedacht, weniger Spezialtechnik, weniger Abhängigkeit, schnellerer Wiederaufbau. Die spannende Frage ist jetzt, ob das Engineering diese Ansage wirklich trägt oder ob hier gerade Elon Time in Blau läuft. Isaacman Puffer bis 2027 wirkt da wie die realistische Zielmarke, ausgesprochen von dem Kunden, der auf die Rakete ja wartet. Während Blue Origin ums Comeback kämpft, legt ein anderer Aufsteiger die größte Einkaufstour seiner Geschichte hin. Am Montag, also in dieser Woche jetzt, verkündete Firmenchef Peter Beck per Video, Rocket Lab übernimmt den Satellitenkommunikationsveteran Iridium für rund 8 Milliarden US-Dollar. Es ist der Deal der Woche. Abgeschlossen werden soll die Übernahme Mitte 2027. Finanziert wird sie zum Teil über einen Brückenkredit von 3,6 Milliarden Dollar von Deutsche Bank und Wells Fargo. Fast die Hälfte des Kaufpreises also läuft auf Pump. Was bekommt Rocket Lab dafür? Stell dir ein Funknetz vor, das rund um den Globus jeden Punkt erreicht. Genau das betreibt Iridium nämlich schon mit einem weltumspannenden Satellitennetzwerk. Dazu kommen Dienste für Position, Navigation und präzise Zeitsignale. Eine Fähigkeit, die weder Starlink noch Amazon Leo in dieser Form bisher bietet. Ja, und damit zur Frage vom Anfang. Was will ein Raketenbauer mit 66 älteren Satelliten? Die Antwort steckt in Becks eigener Formulierung. Er nennt die Übernahme den logischen nächsten Schritt. Rocket Lab baut Raketen, baut Satelliten und betreibt sie im Orbit. Erst vergangene Woche hatten wir ja darüber berichtet, dass die Firma für die US Space Force alles aus einer Hand geliefert hat und das in Rekordzeit. Jetzt kauft sie die letzte Stufe der Kette dazu, ein eigenes globales Netz samt zahlender Kundschaft. Vom Startdienstleister zum Komplettanbieter, Rocket Lab selbst spricht vom Beginn einer neuen Ära. Zur Marktbedeutung: damit meldet sich neben SpaceX mit Starlink und Amazon mit Leo ein drittes Schwergewicht an, das Raketen und eine eigene Konstellation unter einem Dach vereint. Hier meine Einordnung. Ja, der strategische Gedanke, der ist schlüssig. Das Preisschild bleibt trotzdem eine Wette. Bis Mitte 2027 muss ein Milliardenkredit gestemmt und eine gewachsene Konzern integriert werden. Daran sind schon ganz andere gescheitert. Gelingt es, hat sich Rocket Lab in einem einzigen Schritt vom ewigen Herausforderer zum vollwertigen Gegenspieler der ganz Großen gemacht. Wir bleiben dran. Leute, kurzer Break. Ihr kennt das: Bluetooth-Box aufdrehen und ab der Hälfte fängt das Ding an zu scheppern. Der Bass, der wird matschig, Stimmen klingen wie aus der Blechdose. Ja, laut heißt bei den meisten Boxen leider automatisch schlecht.
In der Raumfahrt würde keiner ein System abnehmen, das meistens läuft, aber nicht immer. Und beim Sound, da habe ich auch keine Lust drauf. Genau das war unser Problem auf der ILA. Wir mussten eine ganze Messehalle beschallen, Ansprachen, Live-Interviews direkt vor lauter Ingenieuren. Da darf nichts nach billigen PA-Lautsprecher klingen. Also kurz bei Teufel durchgeklingelt und die haben mir direkt die perfekte Lösung empfohlen. Das Rockstar R2 Stereo Set. 115 Dezibel Peak und trotzdem sauber. Kein typischer PA-Sound, sondern Hi-Fi extrem laut. Absoluter Gamechanger für uns. Man kann das Mikrofon direkt per XLR hinten einstecken. Keine Strippe ziehen, kein Mischpult-Chaos, einfach direkt live gehen. Und durch das breite Abstrahlungsverhalten da war der Sound auch am Rand noch glasklar, egal wo man stand. Und genau das ist das Ding für euch. Fußball, Sommer, halbe Nachbarschaft im Garten, Public Viewing und dann hängt der Sound an einer 50-Euro-Box, ja, die dann beim Jubel übersteuert. Gönnt euch lieber das Stereo-Set aus 2 Rockstar R2. Die koppeln sich einfach kabellos zum Stereopaar, halten mit einer Akkuladung bis zu 58 Stunden. Ihr braucht also noch nicht mal Steckdosen auf der Grillwiese. Wenn ihr völlig ausrasten wollt, dann könnt ihr über XLR auch bis zu 10 Boxen in Reihe schalten. Ja, und für die Musiker unter euch, DJ-Mixer oder Gitarre gehen auch direkt rein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ein System, das immer läuft und nicht nur meistens, genau das brauchte diese Woche auch eine Rettungsmission über den Pazifik. Die letzte je gebaute luftgestartete Pegasus XL ging in ihren finalen Anlauf. Nach mehreren Wetterverschiebungen war der Abwurf und Start über dem Kwajalein Atoll letztlich am Freitag, 3. Juli. Es ist die erste Pegasus-Mission seit 2021 und voraussichtlich die allerletzte überhaupt. An Bord Link, der kühlschrankgroße Wartungsroboter des US-Startups Catalyst Space. Sein Auftrag bleibt derselbe wie letzte Woche ausführlich erzählt, das 22 Jahre alte Gammastrahlenteleskop Swift einfangen und seine Bahn anheben, bevor es zu tief absinkt. Ursprünglich sollte es schon am Dienstag, 30.06. losgehen, doch das Wetter über dem Pazifik spielte nicht mit. Ja, und wichtig für die Einordnung, der Abwurf ist nur der Anfang. Ob die Rettung wirklich gelingt, das zeigt sich erst in einigen Wochen, dann wenn Link an Swift andocken soll. Wir behalten es natürlich für euch im Auge. Die letzte Pegasus beendet eine Ära. Die größte Rakete der Welt, die bereitet derweil ihren nächsten Auftritt vor. Am vergangenen Donnerstag, 2.7., da hat Ship 40 auf dem Massey's Testgelände in der Starbase alle 6 Raptor-Triebwerke gezündet. Volle 60 Sekunden lang, fest am Boden verankert. Ship 40 ist die Oberstufe für den kommenden Testflug 13. Den Auftakt mit einem einzelnen Triebwerk hatten wir ja letzte Woche gemeldet. Jetzt folgt der komplette Durchlauf. Damit hat die Oberstufe ihre letzte große Testhürde genommen. Und wie geht's jetzt weiter? Der Takt, der kommt jetzt wahrscheinlich vom Unterbau. Booster 20 hat seinen Standschubtest mit 33 Triebwerken noch vor sich. Davor stehen letzte Montagearbeiten, der Rollout und womöglich ein Betankungstest. Anschließend geht die Stufe für die finale Flugvorbereitung zurück in die Halle. Erst dann wird gestapelt. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA, die muss zudem ihre Untersuchung zum harten Boosteraufschlag und Triebwerksausfällen in der Oberstufe auf Flug 12 abschließen. Solche Freigaben, die kamen zuletzt aber meist rechtzeitig zur startbreiten Rakete. Der Zeitplan, der hängt also jetzt wahrscheinlich am Booster. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hält offiziell am Juli fest. Beobachter rechnen mit Ende Juli bis Anfang August für den Start von Starship Flug 13. Während SpaceX schrittweise näher an den nächsten Start rückt, bekommt Boeings Raumschiff gleich einen ganzen Prüfbericht um die Ohren. Am Dienstag, 30.06., da veröffentlichte der Generalinspekteur der NASA, das ist quasi die interne Prüfinstanz der Behörde, einen Bericht zu Starliner. Er verknüpfte die Dauerprobleme der Kapsel mit Selbstüberschätzung, unrealistischen Zeitplänen und damit, dass die NASA selbst zu wenig Einblicke in Boeings Arbeit hatte. Zur Erinnerung, seit dem Crew-Flight-Test im Jahr 2024 mit seinen Triebwerksausfällen und letztlich der Rückkehr ohne Crew ist Starliner nicht mehr geflogen. Dass es frühestens 2027 weitergeht und dann ohne Crew hatten wir letzte Woche in den Kurznews. Ars Technica zieht aus dem Bericht ein bitteres Fazit. Starliner dürfte am Ende faktisch ein Jahrzehnt zu spät dran sein. Der Prüfbericht, der liefert damit erstmals eine offizielle Erklärung dafür, warum aus dem einstigen Prestigeprojekt ein Dauerpatient wurde. Und dann wann wieder Astronauten mitfliegen könnten, das lässt der Bericht immer noch offen. Der Starliner, der sollte ja längst Crew zur ISS pendeln. Dort oben mussten diese Woche Astronauten selbst zu Werkzeugen greifen. Am Dienstag, da stiegen die NASA-Astronauten Chris Williams und Jessica Meir, beide Bordingenieure der Expedition 74, zum Außeneinsatz aus. In fast 7 Stunden ersetzten sie das defekte Handgelenk des Roboterarms Canadarm2. Damit ist unser Cliffhanger von vor 2 Wochen gelöst. Da hatten wir über den hakenden Arm berichtet. Doch zeitgleich kommt eine ernste Warnung. Susan Helms vom Aerospace Safety Advisory Panel, dem Sicherheitsbeirat der NASA, erklärte bei einer Sitzung am 22. Juni, die Risikomarge der Station, die sei auf ein alarmierendes Niveau gesunken. Unter anderem sei die Lieferkette für Raumanzüge dünn.
Ja, die ISS, die ist über 25 Jahre durchgehend mit Menschen besetzt und die Verlängerung bis 2030, die rückt näher. Der Arm, der läuft wieder. Das Grundproblem der alternden Station bleibt aber. Während die alternde ISS ihre Bahn mühsam hält, zieht China die Flughöhe bewusst nach unten. Am vergangenen Samstag, da gründete China in der Technologiemetropole Shenzhen eine nationale Industrieallianz für den sehr niedrigen Erdorbit. 34 Organisationen machen mit. Ja, stell dir Satelliten vor, die so tief fliegen, dass die Restatmosphäre sie permanent abbremst. Wie Gegenwind bei einem Radfahrer. Das ist nur viel schlimmer als in dem niedrigen Erdorbit. Genau das ist der Very Low Earth Orbit, kurz VLEO. Bahnen unterhalb von etwa 300 Kilometer sind da gemeint. Der Lohn dieser Quälerei? Ja, schärfere Bilder und kürzere Signalwege zur Erde. Der Preis? Ein Dauerkampf gegen den Luftwiderstand, den jeder Satellit dort führen muss. Dass China es ernst meint, zeigt die Hardware. 2 Experimentalsatelliten, die operieren bereits nachweislich dauerhaft unter 300 Kilometer Höhe. Die neue Allianz, die soll jetzt Forschung, Industrie und Anwendung bündeln. Das Signal ist klar, Peking will diese Nische systematisch besetzen, bevor es andere tun. Von Chinas Allianz aus 34 Organisationen zu einem einzelnen Startup aus Wien, das jetzt einen Staatsauftrag stemmt. Österreichs Verteidigungsministerium hat R-Space zum Hauptauftragnehmer für den zweiten Militärsatelliten des Landes gemacht. Die Mission, die trägt den Namen Aurora. Der Start ist für 2027 geplant. R-Space kennt ihr aus der letzten Folge, da ging es um Astra, den ersten komplett in Österreich gebauten kommerziellen Satelliten. Aurora soll jetzt gleich 2 Zukunftstechniken demonstrieren. Erstens Laserkommunikation direkt von Orbit zum Boden. Zweitens Quantenverschlüsselung, also ein Schlüsselaustausch, bei dem die Physik selbst jeden Lauscher sofort verrät. Ein Fundament für wirklich abhörsichere Netze. Fliegen soll Aurora auf einem der ersten Spektrumflüge von ESA Aerospace. Firmenchef Carsten Schalemann baut damit binnen kürzester Zeit ein zweites Standbein im Verteidigungsbereich auf. Für ein Startup aus Österreich ein bemerkenswerter Lauf. Souveränität im Orbit treibt auch Frankreich um, dort allerdings gerade als interner Konflikt. Laut einem Meinungsbeitrag von Spacewatch Global hat ein Deal Frankreichs mit dem US-Raumstations-Startup VAST einen internen Aufstand in der französischen Raumfahrtagentur CNES ausgelöst. Der Kern des Streits, eine kommerzielle US-Station auf der einen Seite und dann europäische Souveränitätsbedenken auf der anderen. Wichtig zur Einordnung, mehr als dieser eine Meinungsbeitrag liegt dazu bislang noch nicht vor. Wie tief der Riss wirklich geht, das behandeln wir deshalb vorsichtig. Wir bleiben dran, falls harte Fakten nachkommen. Handfest ist dagegen, was VAST gerade parallel liefert. Die Integration der ersten eigenen Station Haven 1 hat begonnen. Der Start ist inzwischen für das erste Quartal 2027 angesetzt. Und als Senior-Berater holt sich die Firma Steve Isakowitz an Bord, den früheren Chef der Aerospace Corporation. Haven 1 soll Anfang 2027 abheben. Was diese Woche schon geflogen ist, das kommt jetzt. Am Montag, 29.06. Da brachte eine Falcon 9 von Cape Canaveral den Radiosatelliten SXM-11 für Sirius XM nach oben. Rund 7 Tonnen schwer mit einem fast 10 Meter großen entfaltbaren Antennenreflektor. Am Donnerstag, 2.07. da folgte eine Lange Marsch 4B aus Jinquan mit dem Meeresbeobachtungssatelliten Haiyang 2E. Ebenfalls am Donnerstag der übliche Starlink-Nachschub von Vandenberg. Und am selben Donnerstag hob die allerletzte Atlas V mit Satelliten an Bord ab. Die Geschichte dazu gleich in den Kurznews. Wochenabschluss dann der Pegasus XL-Start am Freitag mit Swift-Rettungsmission. Ja, und wenn die News am Sonntag erscheinen, dann sollte auch eine Lange Marsch 6A gestartet sein. Weißt du was? Wir haben uns bei der letzten Veranstaltung verschätzt. Ja, bei uns im Büro stapeln sich hier die Rucksäcke und Tassen und ich hätte ehrlich gesagt gern wieder ein bisschen Bewegungsfreiraum zwischen den Kartons hier. Deshalb gibt es jetzt einen echten Ausverkauf. Mit dem Code AUSVERKAUF bekommst du 50% Rabatt exklusiv auf unsere neuen Rucksäcke und Tassen im Store. Solche Rabatte, die machen wir sonst wirklich nicht. Du bekommst jetzt Senkrechtstarter zum halben Preis und ich bekomme mein Büro hoffentlich bald wieder. Win-win, würde ich sagen. Das geht so lange, wie der Vorrat reicht. Also schau am besten gleich auf shop.senkrechtstarter.net. Das Ganze geht nur, solange der Vorrat reicht. Ausverkauft heißt es diese Woche übrigens auch bei einer Raketenlegende und damit zu den Kurznews. Eine Atlas V in der stärksten Version 551 hob am Donnerstag, 2.07. mit 29 Satelliten für Amazons Internetkonstellation LEO ab. Der allerletzte Atlas-Satellitenstart überhaupt. Amazon LEO zählt damit über 390 Satelliten im Orbit. Zu Ende geht damit aber auch eine Raketenfamilie, deren Wurzeln bis in die 50er Jahre zurückreicht. Theoretisch gibt es noch 6 Atlas V in Reserve, die sind aber alle für Boeing Starliner-Flüge reserviert. Ob sie wirklich noch alle fliegen, ich weiß ja nicht. Die Ariane Group-Tochter Maya Space prüft die Nutzlast aller Maya-Varianten mit einem 4. Prometheus-Triebwerk zu verdoppeln, ohne Mehrkosten pro Start. Das Debüt der zweistufigen Methanrakete ist für Anfang 2027 geplant. Firefly Aerospace übernimmt Space NG, einen Spezialisten für kamerabasierte KI-Navigation. Dessen Firmenchef Ethan Rubley wird Firefly-Chefingenieur für Software.
Finanzdetails nennt die Firma nicht. Die Technik soll autonom manövrieren und künftig Mondlandung präziser machen. Und nochmal Firefly. Gemeinsam mit der schwedischen Raumfahrtgesellschaft SSC peilt die Firma für 2028 den ersten Orbitalstart einer Alpha-Rakete vom schwedischen S-Range an. Abgesichert wird das durch ein Technologieschutzabkommen zwischen den USA und Schweden sowie einen Vertrag über 21,5 Millionen $. Es wäre der erste Orbitalstart einer amerikanischen Rakete nach Franchise-Modell. Ein US-Hersteller lässt dann seine Raketen quasi in Lizenz von europäischem Boden abheben. Bis US-Raketen aus Schweden abheben, da dauert es noch. Diese Starts stehen dagegen unmittelbar an. Am Dienstag, 7.7., da fliegt von Vandenberg die Sammelmission Transporter 17, Dutzende Kleinsatelliten für kommerzielle und staatliche Kunden auf einen Schlag. Am Freitag, 10.7., da steht in Wincheng der Erstflug der Langmarsch 10B an, inklusive des Versuchs, die erste Stufe auf See zu bergen. Über diesen waghalsigen Plan haben wir ja letzte Woche schon ausführlich gesprochen. Dazu die übliche Starlink-Routine am Donnerstag von Cape Canaveral und am Samstag, 11.7. von Vandenberg. Was für eine Woche. Rocket Lab schluckt Iridium für $8 Milliarden, Blue Origin baut seine zerstörte Rampe nach einem radikalen neuen Bauplan wieder auf und mit der allerletzten Atlas mit Satelliten endet eine Raketenära. Ja, bis in die 50er zurückreicht. Kurz gesagt, laut und gut, nicht laut oder gut. Macht laut mit Teufel. Und jetzt zurück zum Video. Wenn du solche Wochen künftig nicht verpassen willst, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Dann sehen wir uns auch nächsten Sonntag automatisch wieder. Und schreib mir in die Kommentare, 8 Milliarden für Iridium, genialer Schachzug oder viel zu teuer. Bis dahin, immer schön säckig bleiben. Euer Mo.